Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der Stille der Nacht, umgeben vom sanften Rascheln alter Papyrusrollen, stoßen wir auf eine Inschrift, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Es ist ein Fragment, das von einem Ort spricht, der als Nabel der Welt galt, Delphi. Hier, an den Hängen des Parnass, sprach eine Priesterin, die Pythia, im Namen eines Gottes. Ihre Worte lenkten die Geschicke von Königen und Imperien. Doch was war die Quelle ihrer Visionen? Ein göttlicher Hauch oder ein geologisches Phänomen, dessen wahre Natur uns bis heute entgleitet? Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Alltags verklingen. Wir begeben uns auf eine Reise in eine Zeit, in der Götter und Mythen die Welt formten. Unser Ziel ist ein Ort von schroffer, fast überirdischer Schönheit. Die Hänge des Parnassgebirges in Griechenland. Hier, in einer Felsspalte, wo Dämpfe aus dem Erdinneren stiegen, lag ein Heiligtum, das älter war als die Götter des Olymps selbst. Bevor Apollon seinen Anspruch erhob, gehörte dieser Ort Gaia, der Urmutter Erde. Man nannte ihn Pytho, und seine Hüterin war eine monströse Schlange, ein Drache namens Python, Kind der Gaia. Dieses Wesen war die Verkörperung der chthonischen, der erdgebundenen Mächte, dunkel, alt und unberechenbar. Pilger kamen schon damals, um die Weisheit der Erde zu suchen, die durch die Dämpfe und das Murmeln der Quellen sprach. Doch die Ordnung der Welt sollte sich ändern. Aus dem gleißenden Licht des Himmels kam ein neuer Gott. Apollon, Sohn des Zeus, Gott der Musik, der Poesie, der Heilung und des Lichts. Seine Ankunft war kein friedlicher Übergang. Mit seinem silbernen Bogen bewaffnet, forderte er die alte Macht heraus. Der Kampf zwischen Apollon und Python war ein kosmischer Konflikt. Der Sieg der Ordnung über das Chaos, des Lichts über die Finsternis, des rationalen Wortes über das instinktive Murmeln der Erde. Mit seinen goldenen Pfeilen erschlug Apollon die Schlange. Ihr gewaltiger Körper verweste in der heiligen Spalte, daher der Name Pytho, vom griechischen Wort Pythein, was verwesen bedeutet. An diesem Ort des Sieges gründete Apollon sein eigenes Orakel. Er beanspruchte die prophetischen Dämpfe für sich und etablierte eine neue Priesterin, die Pythia, die fortan seine Stimme sein sollte. Der Übergang war vollzogen. Die alte, erdgebundene Magie wurde nicht ausgelöscht, sondern in einen neuen, olympischen Rahmen integriert. Delphi war geboren, ein Ort, an dem die Weisheit der Erde durch die klare, göttliche Stimme des Apollon sprach. Dieser Gründungsmythos ist mehr als nur eine Geschichte. Er ist der Schlüssel zum Verständnis der tiefen Dualität von Delphi, einem Ort, der immer zwischen der dunklen, prophetischen Tiefe der Erde und dem strahlenden Intellekt des Himmels schwebte. Nachdem Apollon seinen Platz am Parnass erobert hatte, musste die Bedeutung dieses Ortes in der kosmischen Landkarte der Griechen verankert werden. Er wurde nicht nur zu einem wichtigen Heiligtum, sondern zum absoluten Zentrum, zum Nabel der bekannten Welt. Die Griechen nannten diesen Mittelpunkt den Omphalos. Die Legende, die diese zentrale Position erklärt, ist von olympischer Erhabenheit. Zeus, der Göttervater, wollte den genauen Mittelpunkt der Erde bestimmen. Von den entgegengesetzten Enden der Welt, dem äußersten Osten und dem äußersten Westen, ließ er 2 Adler aufsteigen. Mit gleicher Geschwindigkeit
flogen sie aufeinander zu. Der Punkt, an dem sie sich trafen, war Delphi. An dieser Stelle stürzten sie zu Boden und markierten so den unbestreitbaren Mittelpunkt des Kosmos. Um diesen Punkt für alle Zeiten zu kennzeichnen, wurde ein heiliger Stein aufgestellt, der Omphalos. Dieses kegelförmige Artefakt aus Marmor, oft mit einem Netzmuster verziert, das die Verbindung aller Dinge symbolisierte, war mehr als nur ein Denkmal. Er war ein physischer Ankerpunkt für die griechische Vorstellung von Ordnung und Harmonie. In einer Welt, die oft von Chaos, Krieg und unvorhersehbaren Naturkräften bedroht war, bot Delphi einen Punkt der Stabilität. Von hier aus, so glaubte man, strahlte die göttliche Ordnung in die Welt hinaus. Der Omphalos-Stein, der im innersten Heiligtum des Apollon-Tempels, dem Aditon, aufbewahrt wurde, war somit ein Symbol für Sicherheit und kosmische Balance. Er repräsentierte die Idee, dass die Welt nicht zufällig oder willkürlich war, sondern eine Struktur und ein Zentrum besaß, das von den Göttern selbst bestätigt wurde. Diese Vorstellung verlieh den Prophezeiungen, die von diesem Ort ausgingen, eine immense Autorität. Ein Orakelspruch aus Delphi war nicht nur die Meinung eines lokalen Gottes, es war eine Botschaft aus dem Herzen der Welt, ein Einblick in den Plan des Kosmos. Wenn Könige, Feldherren und einfache Bürger nach Delphi pilgerten, kamen sie nicht nur, um die Zukunft zu erfahren. Sie kamen, um sich mit dem Zentrum der Schöpfung zu verbinden, um ihren eigenen Platz in der großen, geordneten Welt zu finden und um Führung von dem Ort zu erhalten, an dem der Himmel und die Erde auf die bedeutungsvollste Weise miteinander verbunden waren. Im Herzen des delphischen Mysteriums stand keine Statue und kein heiliger Text, sondern ein Mensch, die Pythia. Sie war das lebendige Medium, das Gefäß, durch das die Stimme des Apollon zu den Sterblichen sprach. Doch wer waren diese Frauen, die eine der heiligsten und einflussreichsten Rollen in der antiken Welt innehatten? Entgegen der populären Vorstellung waren sie keine mystischen Wesen von Geburt an. Sie wurden aus der lokalen Bevölkerung Delphis ausgewählt und stammten oft aus einfachen bäuerlichen Familien. Die wichtigsten Kriterien waren nicht Reichtum oder Status, sondern ein untadeliger Charakter und ein reines, tugendhaftes Leben. In der Frühzeit des Orakels wählte man junge Jungfrauen für dieses Amt. Nachdem jedoch eine Legende von der Entführung einer jungen Pythia die Runde machte, änderte sich die Praxis. Fortan wurden Frauen ausgewählt, die über 50 Jahre alt waren, also bereits verheiratet waren und Kinder hatten. Mit Antritt ihres Amtes legten sie jedoch ein Gelübde der Keuschheit ab. Sie legten ihre familiären Bindungen und ihre persönliche Identität ab, trugen die einfache Kleidung einer jungen Frau und widmeten ihr restliches Leben ganz dem Dienst am Gott. Ihr Leben war von Strenge und spiritueller Disziplin geprägt. Sie lebte in Abgeschiedenheit innerhalb des Tempelbezirks, fernab der alltäglichen Sorgen und Verlockungen der Welt. Ihre Tage waren gefüllt mit Reinigungsritualen, Gebeten und Meditation. Sie war keine Gelehrte oder politische Strategin. Ihre Aufgabe war es nicht, die Orakelsprüche zu interpretieren, sondern sie in einem Zustand göttlicher Inspiration, der Enthusiasmus genannt wurde, zu empfangen und auszusprechen. Es ist entscheidend zu verstehen, dass die Pythia nicht aus eigener Kraft weissagte. Sie war die Stimme, nicht der Verstand hinter der Botschaft. Die Priester des Tempels betrachteten sie als reines Instrument, dessen persönliche Gedanken und Gefühle für den Prozess irrelevant waren. Diese Entpersonalisierung war der Schlüssel zu ihrer Autorität. Die Worte, die sie sprach, waren nicht die einer Frau aus Delphi,
sondern die des allwissenden Apollon selbst. Ihr Leben war ein Opfer, ein Dienst an einer Macht, die größer war als sie selbst. Eine stille, aber tiefgreifende Existenz im Zentrum der antiken Welt. Ein Orakelspruch aus Delphi war kein beiläufiges Ereignis. Er war der Höhepunkt eines sorgfältig choreografierten Rituals, das darauf abzielte, die Sterblichen auf die Begegnung mit dem Göttlichen vorzubereiten und die Reinheit des Kanals zu gewährleisten. Der Prozess begann nicht am Tempel, sondern an den klaren, kalten Wassern der Kastalianischen Quelle, die aus einer Felsspalte am Fuße der Phedriadenfelsen sprudelte. Jeder, der das Orakel befragen wollte, vom einfachen Bauern bis zum mächtigen König, musste sich hier einer rituellen Reinigung unterziehen. Das Wasser wusch nicht nur den Staub der Reise ab, sondern symbolisch auch die Unreinheiten der Seele. Auch die Pythia selbst und die Priester, die ihr dienten, begannen ihren Tag mit einem Bad in diesem heiligen Wasser, um sich auf ihre heilige Aufgabe einzustimmen. Nach der Reinigung versammelten sich die Pilger am Altar vor dem Apollontempel. Hier fand der nächste entscheidende Schritt statt: das Tieropfer. Eine Ziege, die oft aus der Herde des Parnass stammte, wurde mit eiskaltem Quellwasser besprengt. Zitterte das Tier am ganzen Körper, galt dies als günstiges Omen. Apollon war bereit zu sprechen. Blieb die Ziege ruhig, wurde das Orakel an diesem Tag nicht gewährt, und die Pilger mussten unverrichteter Dinge wieder gehen. Dieses Ritual war keine bloße Formalität. Es unterstrich die Souveränität des Gottes. Nicht der Mensch entschied, wann er eine Antwort erhielt, sondern Apollon. War das Omen günstig, wurde die Ziege geopfert, und die Pilger konnten, nachdem sie die entsprechende Gebühr entrichtet hatten, den Tempel betreten. Im Inneren, während Weihrauch aus Lorbeerblättern und Gerstenmehl auf einem Altar verbrannte, wurde die Pythia in das innerste Heiligtum geführt, das Aditon, der unzugängliche Ort. Hier, über der Erdspalte, aus der die heiligen Dämpfe, das Pneuma, aufstiegen, nahm sie auf einem dreifüßigen Hocker, dem Tripus, Platz. Sie kaute Lorbeerblätter und atmete die Dämpfe ein, um sich in den Zustand der göttlichen Ekstase zu versetzen. Der Pilger durfte das Aditon nicht betreten. Er wartete voller Anspannung im Vorraum, während ein Priester seine Frage an die Pythia übermittelte. Die Bühne war bereitet. Das Ritual hatte die Welt des Alltags von der Welt des Göttlichen getrennt. Nun wartete alles auf die Stimme, die aus der Tiefe emporsteigen würde. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lauschen Sie den Echos der Geschichte. Wir wenden uns nun einer der fesselndsten Fragen zu, die Delphi umgeben. Was genau versetzte die Pythia in ihren berühmten Trancezustand? Antike Schriftsteller wie Plutarch, der selbst als Priester in Delphi diente, sprachen von einem Pneuma enthusiastikon, einem göttlichen Hauch oder Dampf, der aus einer Felsspalte im Allerheiligsten, dem Aditon, aufstieg. Dieser süßlich riechende Dampf, so glaubte man, sei der Atem Apollons selbst, der in die Pythia eindrang und durch sie sprach. Jahrhundertelang wurde diese Erklärung als poetische Metapher abgetan. Als französische Archäologen Ende des 19. Jahrhunderts den Tempel ausgruben, fanden sie keine dramatische, klaffende Erdspalte und erklärten die Dämpfe kurzerhand zum Mythos. Die Trance, so ihre rationale Schlussfolgerung, müsse rein psychologischer Natur gewesen sein, eine Form der Selbsthypnose oder des rituellen Theaters. Doch die Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt. Ende der 1990er Jahre brachte ein Team aus Geologen, Archäologen
und Chemikern neues Licht in die alte Debatte. Unter der Leitung des Geologen Jelle Zeilinger de Boer entdeckten sie, dass der Apollontempel nicht zufällig an diesem Ort stand. Er wurde exakt über dem Schnittpunkt zweier geologischer Verwerfungen errichtet: der Delphi-Verwerfung und der Kerner-Verwerfung. Diese Verwerfungen, so fanden sie heraus, konnten bei seismischer Aktivität Gase aus den darunter liegenden bituminösen Kalksteinschichten freisetzen. Bei der Analyse des Wassers aus den nahegelegenen Quellen und des Travertins, der sich in den Tempelfundamenten abgelagert hatte, fanden sie Spuren von leichten Kohlenwasserstoffgasen. Eines davon war Ethylen. In geringen Dosen eingeatmet, erzeugt Ethylen einen Zustand der Euphorie, des Wohlbefindens und kann zu außerkörperlichen Erfahrungen führen, ohne das Bewusstsein vollständig auszuschalten. Der Geruch ist leicht süßlich. Die Beschreibung passt verblüffend genau zu den antiken Berichten über das Pneuma. Plötzlich erschien die antike Erklärung nicht mehr als Mythos, sondern als eine präzise Beobachtung eines geologischen Phänomens, das durch den Filter des religiösen Glaubens interpretiert wurde. Der Atem des Gottes hatte möglicherweise eine reale, messbare Grundlage, die aus der Tiefe der Erde selbst emporstieg. Der göttliche Dampf mag die Pythia inspiriert haben. Doch was der Fragesteller am Ende erhielt, war kein ekstatisches Stammeln. Es war eine wohlgeformte, wenn auch oft rätselhafte Antwort. Hier betritt eine weitere entscheidende Gruppe die Bühne des Orakels, die Priesterschaft des Apollo. Die rohe göttliche Botschaft, die durch die Pythia kanalisiert wurde, musste geformt, poliert und verständlich gemacht werden. Dies war die Aufgabe der männlichen Priester, der sogenannten Prophetes. Sie waren die Interpreten, die Redakteure des Göttlichen. Stellen wir uns die Szene vor. Während die Pythia im innersten Schrein, dem Aditon, auf ihrem Dreifuß saß und die Dämpfe einatmete, warteten die Priester in einem angrenzenden Raum. Sie hörten ihre Äußerungen, die nach antiken Beschreibungen Schreie, unzusammenhängende Worte oder Laute sein konnten. Ihre Aufgabe war es, aus diesem Chaos einen Kosmos zu schaffen. Sie waren keine bloßen Schreiber, sondern hochgebildete Männer, die in Theologie, Mythologie und, was entscheidend war, in der politischen Landschaft der griechischen Welt bewandert waren. Sie kannten die Anliegen der Fragesteller, die Machtverhältnisse zwischen den Stadtstaaten und die Feinheiten der Diplomatie. Diese Priester nahmen die fragmentarischen Visionen der Pythia und gossen sie in eine spezifische literarische Form, den daktylischen Hexameter. Dies ist das epische Verschmaß von Homer, eine Form, die der Botschaft sofort Gewicht, Autorität und einen Hauch von zeitloser Wahrheit verlieh. Dieser Prozess war der entscheidende Filter. Er schützte nicht nur den Fragesteller vor der potenziell überwältigenden und unverständlichen Rohheit der göttlichen Mania, sondern er schützte auch das Orakel selbst. Durch diese menschliche Zwischenschicht der Interpretation konnte die Institution Delphi ihre Antworten an die jeweilige politische Situation anpassen. Sie konnten die Botschaft so formulieren, dass sie relevant, weise und vor allem nachhaltig war. Die Pythia war die Quelle, die göttliche Antenne. Aber die Priester waren die Meister, die das Signal abstimmten und es in eine Sprache übersetzten, die die Welt der Menschen formen konnte. Ohne sie wäre die Stimme Apollons vielleicht nur ein Rauschen im Wind geblieben. Apollon trug in Delphi einen besonderen Beinamen, Loxias, was so viel wie der Zweideutige oder der Schiefe bedeutet. Dieser Name war Programm,
Denn die Weisheit, die aus dem Heiligtum floss, war selten direkt oder einfach. Sie war eine zweischneidige Klinge, die von dem, der sie empfing, höchste Aufmerksamkeit und tiefes Nachdenken verlangte. Die Geschichte ist reich an Beispielen für diese meisterhafte Ambiguität. Das vielleicht berühmteste ist das von Krösus, dem unermesslich reichen König von Lydien, im 6. Jahrhundert vor Christus. Bevor er einen Krieg gegen das aufstrebende Perserreich wagen wollte, befragte er das Orakel. Die Antwort der Pythia, geformt durch die Priester, lautete: Wenn du den Fluss Halis überquerst, wirst du ein großes Reich zerstören. Ermutigt durch diese scheinbar positive Prophezeiung, zog Krösus in den Krieg. Er überquerte den Halys, wurde vernichtend geschlagen und verlor sein Königreich. Das Orakel hatte Recht behalten. Er hatte ein großes Reich zerstört, sein eigenes. Die Prophezeiung war in jedem Fall wahr, die Verantwortung für die katastrophale Fehlinterpretation lag allein bei Krösus. Ein weiteres entscheidendes Beispiel stammt aus der Zeit der Perserkriege. Als die Athener Delphi fragten, wie sie der gewaltigen Invasion des Xerxes widerstehen könnten, lautete die Antwort, dass sie nur durch eine hölzerne Wand gerettet werden könnten. In Athen entbrannte eine heftige Debatte. Meinte Apollo die alte hölzerne Palisade um die Akropolis? Oder war etwas anderes gemeint? Der brillante Stratege Themistokles überzeugte seine Mitbürger, dass die hölzerne Wand ihre Flotte von hölzernen Kriegsschiffen, den Trieren, sei. Die Athener verließen ihre Stadt, setzten alles auf ihre Marine und errangen in der Seeschlacht von Salamis einen entscheidenden Sieg, der Griechenland rettete. Diese Mehrdeutigkeit war kein Fehler im System. Sie war das System. Sie zwang die Menschen nicht blind zu gehorchen, sondern ihre eigenen Umstände zu analysieren, ihre Optionen abzuwägen und letztendlich selbst die Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen. Das Orakel bot keine Gewissheiten. Es bot einen Rahmen für menschliche Klugheit und menschliches Handeln. Die Weisheit Delphis beschränkte sich nicht auf die persönlichen Schicksale von Königen oder die strategischen Entscheidungen in Kriegszeiten. Das Orakel war eine tief in die Struktur der griechischen Zivilisation eingebettete Institution, eine politische Macht von immenser Bedeutung. Seine größte und nachhaltigste Wirkung entfaltete es vielleicht während der großen griechischen Kolonisation, einer Epoche, die etwa im 8. Jahrhundert vor Christus begann. Wenn eine übervölkerte Stadtstaat, eine Polis, beschloss, eine neue Siedlung, eine Apoikia, in der Ferne zu gründen, war der erste Schritt fast immer die Reise nach Delphi. Die Gründer baten Apollo um seinen Segen und seinen Rat. Die Zustimmung des Orakels war mehr als nur eine religiöse Formalität. Sie war eine göttliche Legitimation für das gesamte, oft gefährliche Unterfangen. Sie gab den Kolonisten das Selbstvertrauen, ihre Heimat zu verlassen und sich ins Unbekannte zu wagen. Delphi fungierte dabei aber auch als eine Art zentrales Informationsbüro der antiken Welt. Durch die unzähligen Besucher aus allen Teilen des Mittelmeerraums sammelte sich bei den Priestern ein enormes geografisches und politisches Wissen an. Sie konnten den Kolonisten raten, welche Küstenabschnitte fruchtbar waren, welche indigenen Völker freundlich gesinnt waren und wo die besten Handelshäfen lagen. Das Orakel half so aktiv dabei, das Mosaik der griechischen Welt von der Krim bis nach Spanien zu legen. Darüber hinaus verlieh Delphi auch innerstaatlichen Gesetzen göttliche Autorität. Der legendäre spartanische Gesetzgeber Lykurg soll seine Verfassung von Delphi bestätigt bekommen haben, was jeden Widerstand dagegen zu einem Akt der Gottlosigkeit machte. Doch wo Macht ist, gibt es auch den Wunsch, diese Macht
zu kontrollieren. Die Heiligkeit Delphis verhinderte nicht, dass es zum Spielball der Mächte wurde. Mehrere heilige Kriege wurden um die Kontrolle des Heiligtums geführt. Schließlich gelang es Philipp II. Von Makedonien, dem Vater Alexanders des Großen, im 4. Jahrhundert vor Christus, die Vormachtstellung im Rat der Amphiktyonie zu erlangen, der das Heiligtum verwaltete. Von da an war die einst unabhängige Stimme Apollons zunehmend an die Interessen Makedoniens gebunden. Das Orakel war nicht mehr nur Berater der Welt, sondern wurde selbst zu einem Instrument in den Händen derer, die diese Welt beherrschen wollten. Wenn wir den heiligen Bezirk von Delphi betreten, wandeln wir auf einem Pfad, der nicht nur von Pilgern, sondern auch von der Macht und dem Prestige der gesamten griechischen Welt geprägt wurde. Dies ist der heilige Weg, eine gewundene Straße, die sich den Hang des Parnass hinauf zum Tempel des Apollon schlängelt. Doch dieser Weg war mehr als nur ein Zugang. Er war eine Galerie unter freiem Himmel, ein Schauplatz geopolitischer Selbstdarstellung, gesäumt von den prächtigen Schatzhäusern der griechischen Stadtstaaten. Jedes dieser kleinen tempelartigen Gebäude war ein Denkmal, ein Votivgeschenk an den Gott, aber auch eine unmissverständliche Botschaft an die sterblichen Rivalen. Hier deponierten die Poleis ihre wertvollsten Opfergaben: Gold, Silber, Elfenbein und erlesene Kunstwerke, oft aus der Beute gewonnener Schlachten. Das Schatzhaus der Athener, errichtet aus dem Marmor von Paros und geschmückt mit Reliefs, die die Taten des Herakles und des Theseus zeigten, feierte den Sieg bei Marathon und verkündete die demokratische Überlegenheit Athens. Nicht weit davon entfernt stand das Schatzhaus der Siphnioten, dessen Fassade von Karyatiden, eleganten Frauenfiguren getragen wurde und das vom unermesslichen Reichtum der Silberminen der kleinen Kykladeninsel kündete. Diese Gebäude waren stille Diplomaten aus Stein und Marmor. Ein neu errichtetes, besonders opulentes Schatzhaus konnte als Zeichen von Stärke und Wohlstand verstanden werden, vielleicht sogar als eine subtile Drohung. Die Wahl der dargestellten Mythen war nie zufällig, sie spiegelte die eigene Herkunft und die politischen Ansprüche wider. In Delphi zu spenden bedeutete, vor den Augen der gesamten hellenischen Welt einen Platz zu beanspruchen. Der Weihrauch, der in den Tempeln verbrannt wurde, vermischte sich mit dem Glanz des Goldes und dem kühlen Glanz des Marmors. Es war ein Ort, an dem Frömmigkeit und Machtpolitik eine untrennbare, faszinierende Symbiose eingingen. Die Pythia sprach im Inneren des Tempels, doch hier draußen, an der Heiligen Straße, sprachen die Städte selbst, mit einer Sprache aus Reichtum, Kunst und unerbittlichem Ehrgeiz. Inmitten der politischen Ränkespiele und der prunkvollen Zurschaustellung von Reichtum ereignete sich in Delphi eine stille Revolution des Denkens. Sie begann nicht mit einem Orakelspruch über Krieg oder Frieden, sondern mit einer einfachen Frage über einen einzelnen Mann. Der enthusiastische Anhänger des Sokrates, Chärephon, reiste nach Delphi und stellte der Pythia die kühne Frage, ob es einen weiseren Mann gäbe als seinen Freund und Lehrer. Die Antwort der Priesterin war kurz und unmissverständlich: Niemand sei weiser. Als Sokrates in Athen davon erfuhr, war er zutiefst verwirrt. Er, der stets seine eigene Unwissenheit betonte, sollte der Weiseste von allen sein? Diese paradoxe Aussage des Orakels wurde zum Katalysator für seine gesamte philosophische Mission. Er zog durch die Straßen Athens und befragte die angesehensten Männer, Politiker, Dichter, Handwerker, um jemanden zu finden, der weiser war als er.
Doch er entdeckte, dass diese Männer zwar vieles zu wissen glaubten, ihr vermeintliches Wissen aber bei genauerer Prüfung nicht standhielt. Sie konnten ihre eigenen Grundüberzeugungen nicht rechtfertigen. Hierin erkannte Sokrates die tiefere Wahrheit des delphischen Spruchs. Seine Weisheit bestand nicht darin, alles zu wissen, sondern darin, zu wissen, dass er nichts wusste. Er war sich der Grenzen seines eigenen Verstandes bewusst, während die anderen in der Illusion des Wissens gefangen waren. Dies markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Delphis und der westlichen Philosophie. Das Orakel, traditionell eine Quelle für Voraussagen über die Zukunft, wurde hier zum Impulsgeber für die Selbsterkenntnis. Die berühmte Inschrift am Apollontempel Gnoti Seauton, erkenne dich selbst, erhielt durch Sokrates eine neue, tiefere Bedeutung. Es ging nicht mehr nur um die Kenntnis der eigenen sterblichen Grenzen gegenüber den Göttern, sondern um eine radikale intellektuelle Bescheidenheit, um die Aufforderung, das eigene Leben und die eigenen Überzeugungen unablässig zu prüfen. Delphi wurde so von einem Ort der Weissagung zu einem Ort der philosophischen Wahrheitssuche, dessen Echo die Jahrhunderte überdauern sollte. Die Aura der Heiligkeit, die Delphi umgab, machte es zu einem Ort von unschätzbarem Wert. Doch genau diese Bedeutung machte es auch verletzlich und zu einem Objekt weltlicher Begierden. Die Kontrolle über das Orakel bedeutete nicht nur spirituelles Prestige, sondern auch immense politische Macht. Wer die Priester beeinflussen konnte, konnte potenziell den Kurs der griechischen Geschichte lenken. Diese Verlockung führte zu einer Reihe von Konflikten, die als die Heiligen Kriege in die Geschichte eingingen. Kriege, die im Namen Apollons geführt wurden, aber von zutiefst menschlichen Motiven wie Gier, Ehrgeiz und strategischem Kalkül angetrieben waren. Der erste Heilige Krieg, der bereits im frühen 6. Jahrhundert vor Christus ausbrach, richtete sich gegen die Stadt Krisa, die die Pilger auf ihrem Weg nach Delphi mit überzogenen Zöllen belegt haben soll. Unter dem Banner der Amphiktionischen Liga, einem Bund von Stämmen und Städten, die den Schutz des Heiligtums geschworen hatten, wurde Krisa zerstört. Vordergründig war es ein Akt der frommen Bestrafung für Sakrileg. In Wahrheit ging es darum, den Zugang zum Orakel zu sichern und die Machtverhältnisse in der Region neu zu ordnen. Noch verheerender waren die späteren Heiligen Kriege. Im 4. Jahrhundert vor Christus nutzte Philipp II. Von Makedonien einen Konflikt um Ländereien, die dem Apollon geweiht waren, um systematisch in die Angelegenheiten Zentralgriechenlands einzugreifen. Indem er sich als Verteidiger des Gottes inszenierte, konnte er seine militärische Präsenz legitimieren und seine Gegner, allen voran Athen und Theben, schwächen. Er nutzte den Zorn der Götter als perfektes Propagandainstrument. Delphi wurde zur Schachfigur in seinem großen Spiel um die Hegemonie über Griechenland. Diese Kriege zeigen die tragische Ironie von Delphi. Ein Ort, der zur Schlichtung von Konflikten und zur Suche nach göttlichem Rat aufgesucht wurde, wurde selbst zum Auslöser blutiger Auseinandersetzungen. Sie sind eine ernüchternde Erinnerung daran, dass selbst die heiligsten Institutionen nicht immun sind gegen die Korruption durch politische Macht. Der Wille der Götter, so oft in Delphi verkündet, wurde zu einer Waffe in den Händen derer, die skrupellos genug waren, ihn für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Während die Orakelsprüche der Pythia das politische und spirituelle Zentrum Delphis bildeten, pulsierte das Leben im Heiligtum weit über die Mauern des Apollontempels hinaus. Alle 4 Jahre
Im 3. Jahr jeder Olympiade verstummten die Waffen in Griechenland und die besten Athleten, Dichter und Musiker strömten zum Parnass. Es war Zeit für die Pythischen Spiele, eines der 4 großen panhellenischen Feste, das Delphi in einen Schauplatz des kulturellen und sportlichen Wettstreits verwandelte. Im Gegensatz zu den Spielen in Olympia, die sich primär auf athletische Disziplinen konzentrierten, standen in Delphi die musischen Künste im Vordergrund. Dies war eine Hommage an Apollon Musagetes, den Anführer der Musen, den Gott der Musik, der Dichtung und der Harmonie. Der Kern der Spiele war der Musicus Agon, der musische Wettstreit. Musiker wetteiferten im Spiel der Kithara und des Aulos, Chöre trugen Hymnen zu Ehren des Gottes vor und Dichter rezitierten ihre Werke. Der Sieg bei einem dieser Wettbewerbe galt als ebenso ehrenvoll, wenn nicht sogar ehrenvoller, als ein Sieg im Stadion. Der Preis war kein materieller Reichtum, sondern ein einfacher Lorbeerkranz, geschnitten von den heiligen Bäumen im Tal von Tempe, ein Symbol für den göttlichen Segen und unsterblichen Ruhm. Natürlich gab es auch die athletischen Wettkämpfe, die im Stadion von Delphi stattfanden, das hoch über dem Heiligtum in den Fels gehauen war und einen atemberaubenden Blick über das Tal bot. Wagenrennen wurden in der darunter liegenden Ebene von Krisa ausgetragen. Doch die einzigartige Verbindung von Kunst und Sport machte Delphi zu einem umfassenden Fest der griechischen Kultur. Hier wurde nicht nur der perfekte Körper, sondern auch der geschulte Geist gefeiert. Die Pythischen Spiele zeugen davon, dass Delphi mehr war als nur ein Orakel. Es war ein pulsierendes kulturelles Zentrum, ein Ort, an dem die Griechen ihre gemeinsame Identität nicht nur im Glauben, sondern auch in der Kunst, der Musik und im edlen Wettstreit zelebrierten. Es war ein Fest für alle Sinne, ein harmonisches Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Alles unter dem wachsamen Auge des lichterfüllten Gottes Apollon. Als die Macht Roms unaufhaltsam über die hellenistische Welt hereinbrach, schien selbst das heilige Delphi nicht immun. Die Ankunft des römischen Adlers im Land der delphischen Schlange war zunächst von Misstrauen und Gewalt geprägt. Im Jahr 86 vor Christus, während der Mithridatischen Kriege, zögerte der römische General Sulla nicht, die unermesslichen Schätze des Tempels zu plündern, um seine Legionen zu finanzieren. Er tat dies mit einer kalten, pragmatischen Begründung. Die Götter, so sagte er, würden ihm gerne helfen, ihre eigenen Tempel zu verteidigen. Für Delphi war dies ein tiefer Schock, ein Akt der Profanierung, der zeigte, dass eine neue Weltordnung angebrochen war. Doch nach der anfänglichen Plünderung wandelte sich die römische Haltung. Die Römer waren Eroberer, aber auch Bewunderer der griechischen Kultur. Anstatt das Orakel zu zerstören, integrierten sie es in ihr Imperium. Kaiser wie Augustus und Hadrian zeigten dem Heiligtum großen Respekt, stifteten Gelder für Renovierungen und suchten selbst den Rat der Pythier. Delphi wurde zu einem prestigeträchtigen kulturellen Erbe innerhalb des Römischen Reiches, ein lebendiges Museum. Allerdings veränderte sich die Natur der Prophezeiungen. Die großen geopolitischen Fragen, die einst Könige und Stadtstaaten nach Delphi geführt hatten, traten in den Hintergrund. Das Imperium war stabil, die großen Kriege der griechischen Poleis gehörten der Vergangenheit an. Stattdessen kamen nun römische Beamte und wohlhabende Bürger mit persönlicheren Anliegen, Fragen zu Eheschließungen, Geschäftsunternehmungen oder der Sorge um die eigene Gesundheit. Das Orakel wurde domestiziert, seine Stimme leiser und privater. Kaiser Nero verkörperte die ambivalente Haltung Roms perfekt. Er besuchte Delphi,
nahm an den pythischen Spielen teil und beschenkte das Orakel. Doch er war auch derjenige, der über 500 Bronzestatuen aus dem Heiligtum entfernen und nach Rom bringen ließ, um seine eigene Residenz zu schmücken. Delphi war nicht mehr das Zentrum der Welt, sondern ein Juwel in der Krone eines anderen. Der Adler hatte die Schlange nicht getötet, aber er hatte sie fest in seinen Fängen. Inmitten dieser Zeit des langsamen Wandels und des schwindenden Glanzes diente in Delphi ein Mann, dessen Schriften uns einen einzigartigen Einblick in die Seele des Heiligtums gewähren: Plutarch. Um die Wende zum 2. Jahrhundert nach Christus war er nicht nur ein weltberühmter Biograf und Philosoph, sondern auch einer der obersten Priester Apollons. Er liebte diesen Ort und spürte den schleichenden Verfall zutiefst. In seinen Dialogen, insbesondere in »Über das Versiegen der Orakel«, ringt er mit der Frage, die alle umtrieb: Warum war die Stimme des Gottes so leise geworden? Plutarch war ein Intellektueller, der sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden gab. Er wies die grobe Behauptung zurück, die Götter seien tot oder hätten die Menschheit verlassen. Stattdessen bot er eine Reihe nachdenklicher, fast wissenschaftlicher Erklärungen an. Vielleicht, so spekulierte er, waren die geologischen Dämpfe, die die Pythier inspirierten, einfach schwächer geworden. Eine natürliche Veränderung im Erdreich über die Jahrhunderte. Oder vielleicht lag es an der Entvölkerung Griechenlands. Mit weniger Menschen gab es auch weniger Fragen und somit weniger Bedarf für göttliche Antworten. Seine faszinierendste Theorie war jedoch metaphysischer Natur. Er glaubte, dass nicht der Gott selbst direkt zur Pythia sprach, sondern das Wesen mittlerer Ordnung, die Daimones, als Vermittler dienten. Diese Wesen, so Plutarch, seien nicht unsterblich. Vielleicht waren die Daimones, die Delphi zugeordnet waren, einfach alt geworden, gestorben oder an einen anderen Ort weitergezogen. Dies war eine elegante Methode, das Schweigen des Orakels zu erklären, ohne den Gott Apollo selbst in Frage zu stellen. Plutarchs Verteidigung ist keine laute Propaganda, sondern ein leises, melancholisches Nachsinnen. Er versucht, den Glauben mit der Vernunft und der beobachtbaren Realität in Einklang zu bringen. In seinen Worten spüren wir die Wehmut eines Mannes, der auf den Stufen eines Tempels steht, dessen Echo verblasst und der versucht, die Stille zu verstehen, anstatt sie zu verurteilen. Er war der Chronist der Dämmerung Delphis, ein Priester, der seinem schweigenden Gott treu blieb. 2 Jahrhunderte nach Plutarchs nachdenklichen Überlegungen war das Christentum zur dominierenden Kraft im Römischen Reich aufgestiegen. Die alten Götter schienen endgültig besiegt. Doch dann betrat ein letzter, unerwarteter Verfechter der alten Wege die Bühne der Geschichte. Kaiser Julian, von seinen christlichen Gegnern verächtlich, der Apostat, der Abtrünnige, genannt. Julian, ein Neffe Konstantins des Großen, war in der christlichen Lehre erzogen worden. Doch seine wahre Leidenschaft galt der hellenischen Philosophie und den alten Mysterien. Als er 360 nach Christus den Thron bestieg, versuchte er, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und den heidnischen Kulten zu neuem Leben zu verhelfen. Das Orakel von Delphi war ein zentraler Baustein seines Restaurationsprojekts. Er wollte die Stimme Apollons wieder weithin hörbar machen. Um den Zustand des Heiligtums zu erkunden und seine Wiederbelebung einzuleiten, sandte er seinen Vertrauten und Leibarzt Oribasius nach Delphi. Oribasius kam an einem Ort an, der nur noch ein Schatten seiner selbst war. Der Tempel war verfallen, die Priesterschaft verarmt. Dennoch gelang es ihm, die Pythier zu finden
und die Frage des Kaisers zu stellen. Wird der Tempel des Phoebus Apollo wieder in altem Glanz erstrahlen? Die Antwort, die er erhielt, ging als das letzte überlieferte Orakel von Delphi in die Geschichte ein. Es war kein rätselhafter Vers mehr, keine vieldeutige Prophezeiung, sondern ein kristallklarer, herzzerreißender Abgesang. Die Pythia sprach: Sage dem König, die kunstvoll gefügte Halle ist zu Boden gefallen. Phoebus hat kein Haus mehr, keinen weissagenden Lorbeer, keine sprechende Quelle. Auch das redende Wasser ist versiegt. Dies war keine Prophezeiung mehr, es war ein Nachruf. Das Orakel verkündete seinen eigenen Tod. Es war die Anerkennung des Endes, eine Kapitulation vor der neuen Zeit. Als Oribasius diese Worte an Julian überbrachte, muss der Kaiser die ganze Hoffnungslosigkeit seines Unterfangens gespürt haben. Das Licht, das er wieder entzünden wollte, war bereits erloschen, und die Dunkelheit senkte sich endgültig über die Hänge des Parnass. Julians Traum von einer heidnischen Renaissance starb mit ihm auf einem Schlachtfeld in Persien im Jahr 363. Sein Tod besiegelte das Schicksal Delphis und aller alten Kulte. Die letzte, leise Antwort der Pythia war prophetischer gewesen, als sie ahnen konnte. Unter Julians christlichen Nachfolgern wurde die Toleranzpolitik beendet und durch eine aktive Unterdrückung des Heidentums ersetzt. Der entscheidende Schlag kam Ende des 4. Jahrhunderts durch Kaiser Theodosius Thöspeos. Mit einer Reihe von Edikten erklärte er das Christentum zur alleinigen Staatsreligion und verbot alle heidnischen Praktiken. Opferrituale wurden unter Strafe gestellt, Tempel geschlossen. Im Jahr 392 erging der Befehl, alle Orakelstätten im Reich zu schließen und ihre Aktivitäten einzustellen. Dies war kein langsames Verblassen mehr, kein organischer Niedergang. Es war ein erzwungenes Ende, ein juristischer und theologischer Schlussstrich unter eine mehr als 1000-jährige Tradition. Für die neue herrschende Ideologie war Delphi kein Ort der Weisheit mehr, sondern eine Stätte des Dämonenkults, die Stimme Apollons, das Lügenwerk des Teufels. Soldaten oder fanatische Mönche könnten den Befehl zur Schließung vollstreckt haben, die verbliebenen Kultgegenstände zerstört, die Statuen eingeschmolzen, die Priester wurden vertrieben, die heilige Quelle versiegte oder wurde umgeleitet. Das Zentrum der antiken Welt wurde zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Über die Jahrhunderte tat die Natur ihr Übriges. Erdbeben und Erdrutsche, die Delphi schon immer heimgesucht hatten, begruben die Ruinen unter meterdicken Schichten von Erde und Geröll. Ein kleines Dorf namens Kastri entstand auf dem Gelände des einstigen Heiligtums. Die Erinnerung verblasste. Das Orakel von Delphi, dessen Worte einst das Schicksal von Imperien lenkten, war nicht nur verstummt. Es war fast vollständig aus dem Gedächtnis der Welt getilgt worden. Sein Schweigen war nun endgültig, ein Symbol für den tiefgreifenden Wandel, der die antike Welt in das christliche Mittelalter überführte. Eine Ära war unwiderruflich zu Ende gegangen. Über Jahrhunderte schlief Delphi unter einem Mantel aus Erde und Vergessen. Wo einst Könige und Philosophen zitternd auf ein Wort der Götter warteten, lag nun das bescheidene Dorf Kastri, seine Häuser gebaut aus den verwitterten Steinen antiker Heiligtümer. Die Erinnerung an das Orakel lebte nur in den Texten von Herodot, Plutarch und Pausanias weiter, eine literarische Geistergeschichte. Doch im 19. Jahrhundert, einer Zeit des erwachenden historischen Bewusstseins und der nationalen Identitätssuche in Griechenland, richtete sich der Blick der Archäologie auf diesen mythischen Ort. Die École Française d'Athènes,
die französische archäologische Schule, erhielt 1891 die Erlaubnis, mit der großen Ausgrabung, der Grande Fouille, zu beginnen. Dies war kein einfaches Unterfangen. Ein ganzes Dorf musste umgesiedelt werden, ein Akt, der sowohl diplomatisches Geschick als auch erhebliche finanzielle Mittel erforderte. Haus für Haus wurde abgetragen und an einem neuen Ort, dem heutigen Delphi, wieder aufgebaut. Langsam, Schicht für Schicht, gaben die Hänge des Parnass ihr Geheimnis preis. Was die Archäologen unter der Leitung von Théophile Homol fanden, übertraf alle Erwartungen. Es war, als würde man eine verschollene Partitur der Geschichte wiederfinden. Die heilige Straße, die sich den Berg hinaufwand, kam wieder zum Vorschein, gesäumt von den Fundamenten der Schatzhäuser, die einst von den griechischen Stadtstaaten errichtet worden waren. Das Schatzhaus der Athener wurde fast vollständig wiederentdeckt und später rekonstruiert. Aus dem Schutt erhoben sich die Säulen des Apollontempels, das Theater und das Stadion. Und dann die unschätzbaren Kunstwerke, Tausende von Fragmenten, Inschriften und Statuen. Darunter der berühmte Wagenlenker von Delphi, eine Bronzestatue von stiller, erhabener Schönheit, deren Kristallaugen nach fast 2500 Jahren im Dunkeln wieder das Licht erblickten. Die Ausgrabung war mehr als nur eine wissenschaftliche Leistung. Es war ein Akt der Wiederbelebung, der Delphi aus dem Reich des Mythos zurück in die greifbare Welt holte und es uns ermöglichte, auf denselben Steinen zu wandeln, wie jene, die vor langer Zeit nach Weisheit suchten. Als die Tempel Delphis schwiegen und die Pythia verstummte, erlosch nicht die Sehnsucht nach prophetischer Führung. Das Orakel hinterließ ein tiefes Vakuum, aber auch ein mächtiges Erbe, das die prophetische Tradition des Westens nachhaltig prägen sollte. Die Idee einer weiblichen Seherin, eines menschlichen Gefäßes für göttliche Botschaften, wanderte von den Hängen des Parnass weiter durch die Kulturen. In Rom genossen die sibyllinischen Bücher, eine Sammlung von Orakelsprüchen, die auf die legendäre Sibylle von Cumae zurückgeführt wurden, höchste staatliche Autorität. In Krisenzeiten wurden diese Schriften von einem Priesterkollegium konsultiert, um den Willen der Götter zu ergründen. Ein klares Echo der delphischen Praxis. Mit dem Aufstieg des Christentums wurde die heidnische Prophetie neu interpretiert. Frühe Kirchenväter sahen in den Sibyllen unbewusste Prophetinnen Christi, ihre dunklen Verse als Vorahnungen der neuen Offenbarung. Die Figur der Sibylle fand so Eingang in die christliche Ikonographie, wie man sie eindrucksvoll in Michelangelos Fresken der Sixtinischen Kapelle sehen kann, wo sie gleichberechtigt neben den alttestamentarischen Propheten thront. Das delphische Modell der geheimnisvollen, oft missverstandenen Weissagung hallt in zahllosen kulturellen Archetypen wider. Von der tragischen Kassandra, deren wahre Prophezeiungen nie geglaubt wurden, über mittelalterliche Mystikerinnen wie Hildegard von Bingen bis hin zu den rätselhaften Vierzeilern des Nostradamus. Immer wieder begegnet uns das Muster der kryptischen Botschaft, die Interpretation und Glauben erfordert. Delphi etablierte einen Standard. Wahre Weisheit spricht nicht in klaren Befehlen, sondern in Metaphern und Rätseln. Sie zwingt den Fragenden, sich mit der Mehrdeutigkeit der Welt und vor allem mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dieses Erbe ist vielleicht wichtiger als jede einzelne Prophezeiung. Es ist die Erkenntnis, dass die Suche nach Antworten oft wichtiger ist als die Antworten selbst und dass die tiefste Wahrheit im Dialog zwischen dem Göttlichen und dem menschlichen Geist gefunden wird. Ein Dialog, den Delphi für immer symbolisiert.
Für den modernen, rationalen Geist stellt die Pythia eine faszinierende Herausforderung dar. War ihre Trance reine Inszenierung, ein Produkt psychologischer Manipulation? Oder gab es eine greifbare, physische Ursache für ihre veränderten Bewusstseinszustände? Seit Jahrzehnten versucht die Wissenschaft, einen Blick hinter den Schleier des delphischen Mysteriums zu werfen. Lange Zeit wurde die antike Überlieferung, dass Dämpfe aus einer Erdspalte für die Visionen der Pythia verantwortlich seien, von der Archäologie als Mythos abgetan, da bei den frühen Ausgrabungen keine solchen Spalten gefunden wurden. Doch an der Wende zum 21. Jahrhundert brachte ein interdisziplinäres Team aus Geologen, Archäologen und Chemikern neues Licht in die Debatte. Der Geologe Jelle Zeilinger de Boer entdeckte, dass der Apollontempel direkt über der Kreuzung zweier geologischer Verwerfungen errichtet wurde, der Delphi- und der Kerner-Verwerfung. Diese Entdeckung war der Schlüssel. Analysen des Wassers aus den nahegelegenen Quellen und der Travertinablagerungen im Tempel zeigten Spuren von Ethylen, einem süßlich riechenden Kohlenwasserstoffgas mit leicht narkotischer Wirkung. In geringen Dosen kann Ethylen ein Gefühl der Euphorie, des Losgelöstseins und außerkörperlicher Erfahrungen hervorrufen, ohne das Bewusstsein vollständig auszuschalten. Dies passt erstaunlich gut zu den antiken Beschreibungen des Zustands der Pythia. Die Theorie besagt, dass seismische Aktivitäten entlang dieser Verwerfungen periodisch Ethylen freigesetzt haben könnten, das im Aditon, dem innersten, schlecht belüfteten Raum des Tempels, aufstieg. Die Pythia, die auf ihrem Dreifuß direkt über diesem Punkt saß, hätte diese Dämpfe eingeatmet. Natürlich kann dies nicht das gesamte Phänomen erklären. Der rituelle Kontext, die psychologische Vorbereitung, der Glaube der Priester und der Fragesteller, all das spielte eine entscheidende Rolle. Die Wissenschaft bietet hier keinen reduktionistischen Schlusspunkt, sondern eine faszinierende Möglichkeit. Sie zeigt, wie ein geologisches Phänomen und ein tiefes, spirituelles Bedürfnis zusammenkommen konnten, um einen der einflussreichsten Orte der antiken Welt zu schaffen. Das Mysterium wird nicht zerstört, sondern um eine faszinierende Dimension erweitert. Wir haben eine lange Reise hinter uns, von den mythischen Anfängen Delphis bis zu seiner Wiederentdeckung und den modernen Versuchen, sein Geheimnis zu entschlüsseln. Doch was bleibt von Delphi für uns in einer Welt, die von Daten, Algorithmen und scheinbar unendlichem Wissen geprägt ist? Vielleicht ist die wichtigste Lektion Delphis nicht in den Orakelsprüchen selbst zu finden, sondern in den Inschriften, die am Giebel des Apollontempels prangten und jeden Besucher begrüßten. Die erste und berühmteste war Gnoti Sauton, erkenne dich selbst. Dies war die grundlegende Voraussetzung für jede sinnvolle Frage an das Orakel. Bevor du die Welt oder deine Zukunft verstehen kannst, musst du dein eigenes Herz, deine eigenen Motive und deine eigenen Grenzen verstehen. Das Orakel war kein Automat, der fertige Antworten lieferte. Es war ein Spiegel. Die rätselhaften Antworten der Pythia zwangen die Fragenden zur Introspektion, zur Auseinandersetzung mit ihren eigenen Ängsten und Hoffnungen. Die zweite Inschrift lautete Meden Agan, nichts im Übermaß. Diese Mahnung zur Mäßigung und zum Gleichgewicht ist ein zeitloser Pfeiler der Weisheit. Sie warnt vor der Hybris, dem übersteigerten Stolz, der so viele Helden der griechischen Tragödien zu Fall brachte. In unserer heutigen Zeit der Extreme, des endlosen Konsums und der polarisierten Meinungen klingt dieser Appell an das Maßhalten so relevant wie eh und je.
Die Suche nach delphischer Weisheit ist letztlich die ewige menschliche Suche nach Orientierung in einer unsicheren Welt. Wir suchen unsere eigenen Orakel in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Philosophie oder in der Stille unserer eigenen Gedanken. Delphi lehrt uns, dass die Zukunft nicht vorherbestimmt ist und dass die wertvollsten Antworten diejenigen sind, die uns dazu bringen, bessere Fragen zu stellen. Das Echo der Pythia hallt nicht als Vorhersage nach, sondern als Einladung. Eine Einladung, uns selbst zu erkennen, Maß zu halten und mutig in die vieldeutige Offenheit unserer eigenen Zukunft zu blicken. Das Heiligtum mag in Trümmern liegen, aber diese Suche, dieser delphische Impuls, lebt in uns allen weiter.